Man sucht ja oft irgendwie in der Vergangenheit nach Ursachen für Sachen, die in der Gegenwart oder dann irgendwann auch in der Zukunft passieren. Dann sagt man, ja, der oder die hat eine schwere Kindheit gehabt oder das und das Erlebnis hat einen geprägt oder so. Da gibt es viele Beispiele. Und irgendwie habe ich manchmal bei mir den Eindruck, wenn ich auf mich selber gucke, dass ich so in dem Alter von, sagen wir mal, von 12 bis 20 Jahren irgendwie ein bisschen was verpasst habe. Mir fehlt so ein bisschen das unbeschwerte drauf losprobieren in einer jugendlich-teenagermäßigen Art. Vielleicht habe ich Nachholbedarf. Und wenn ich dann komponiere, dann wird vielleicht da was nachgeholt. Ich weiß es nicht. Ich mache meistens drauf los, schreibe einfach und korrigiere dann viel nach. Das ist ja bei Teenagern auch so, die machen einfach und da hat man viel Arbeit hinterher. Und das ist bei mir auch, ich komponiere ja nicht und das Ding ist fertig, da gibt es andere, die können das kann ich nicht. Ich habe vielleicht eine Idee, die dann so Bestand hat und die ich so weiterverfolge, die auch so bleibt, an der ich nicht mehr viel nachbessern muss. Ich sage dann immer, da hatte ich einen Lauf oder das ist ein Wurf oder so. Das gibt's schon. Aber ich kann nicht erklären, wie das vor sich geht. Ich kann auch nicht festmachen, wann mir Ideen kommen, auf welche Art. Ich kann auch nicht erklären oder begründen oder retrospektiv herausfinden, wie mir eine Idee in den Kopf kam oder was eine Idee ausgelöst hat. Das weiß ich einfach nicht. Natürlich hier bei der Markus-Passion ist der Text die Ursache, das ist ganz klar. Und vielleicht einfach meine musikalische Neugier auszuprobieren. Und da gibt es viele Sachen in meinem Leben, die ich auf diese Art betreibe. Kochen ist auch sowas, das ist eine Tätigkeit, die ich sehr gerne ausübe, hat was Handwerkliches und das ist beim Komponieren auch so. Also ich sehe mich überhaupt nicht als Komponist. Ich bin nicht Komponist von Beruf, ich bin Musiker von Beruf. Ein Komponist ist auch Musiker und ein Musiker kann auch ein Komponist sein. Ich bin Musiker und wenn ich was komponiere, bin ich das in diesem Moment, aber sonst nicht. Es gibt Momente, wo ich überhaupt gar keine Lust habe, irgendwas zu schreiben und es gibt Momente, wo es mit mir durchgeht und wo ich dann loslege. Und beides ist möglich, beides ist hoffentlich auch berechtigt. Und beides passiert mir ab und zu. Ich bin ein unheimlich pingeliger Typ. Menschen, die mir nahestehen, wissen das. Und Menschen, die mir nahestehen und mir Gutes wollen, die wissen das und halten das auch aus. Und Leute, die mir vielleicht nicht so wohlgesonnen sind, finden mich dann blöd. Diese Detailverliebtheit, dieses Pingelige, was ich habe an mir, das ist sicherlich in der Partitur auch zu finden. Mir ist es wichtig, dass im Vorfeld alles stimmt oder alles an dem Platz ist, von dem ich es für richtig halte, dass es da zu sein hat. Und dass dadurch im Moment, wo man es dann tut, die größte Freiheit entsteht, die überhaupt möglich ist, weil es vorbereitet war. Und weil durch die Vorbereitung die Bewegung möglich wird, in jede Richtung. Und man es auch sein lassen kann. Das schlägt sich sicher musikalisch nieder. Es gibt wahnsinnig aufgeladene Stellen in der Partitur, in der Musik. Falsche Welt ist so ein Beispiel, also diese Arie, die Altarie, die erste Altarie am Schluss des ersten Teils. Dichter geht's nimmer, also da ist schon viel los. Instrumentatorisch, harmonisch, in der Generalbassbezifferung, viel Freude beim Lesen und Spielen. Was hatten wir für wunderbare Spieler, die diese turmhohen Bezifferungen so fehlerlos gespielt haben. Ich weiß es, weil ich habe diese Aufnahme selber geschnitten und habe gemeinerweise in die einzelnen Stützspuren reingehört, weil ich neugierig war, was die da machen. Nicht, weil ich sie kontrollieren wollte. Ich wollte einfach wissen, wie machen die das. Beispiel, der Cembalist, Sebastian Wienand, da ist kein falscher Ton. Nicht einer. Und das ist für mich absolut unbegreiflich, wie sowas möglich ist. Dieser Pingeligkeit,
Und diesem Detailwahn oder Wahnsinn oder Unsinn gegenüber steht ja dann vielleicht auch, dass irgendeine Nummer mal groß ausholt oder vielleicht sogar in einer ganz einfachen Weise irgendwie eine große Geste oder eine große Brücke schlägt oder so. Es gibt so einen Komponisten, mit dem ich mich auch mal ein bisschen befasst habe. Das ist lange her und ich habe es lange nicht mehr getan, aber das war sehr einprägsam für mich, einfach weil er ein, irgendwie, also körperlich nicht, aber sonst schon ein großer Mann war. Er war ja sehr klein. Vielleicht hat er darum so groß und so dick immer aufgetragen. Das war Richard Wagner. Und der kann einen schon vergiften. Das meine ich ganz wörtlich, so wie ich es sage. Man muss es auch schaffen, von ihm wieder loszukommen. Und diese Riesenwürfe, diese unglaublichen Spannungsbögen, die er doch aufbauen kann, die ja auch was haben von einem Drogenrausch wahrscheinlich, kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen. Da passiert viel und da habe ich wahrscheinlich noch so ein bisschen Gift im Hirn, das dann möglich macht, dass ich so einen Bogen eben auch plastisch dann irgendwie ausführe. Ich weiß es nicht. Und das kombiniert ergibt dann eine sehr im Kleinsten ausgefeilte, so ein Magmastrom oder wie heißt das, Lavastrom, der irgendwie so dahin fließt und eine große Fläche bedeckt, wenn man es bildlich sagen will. Und wie das gelingt, das zu kombinieren, das weiß ich nicht. Es ist so viel Unbewusstes passiert bei dieser Sache und Leute haben nachher gesagt, was hast du dir dabei gedacht, wie hast du das gemacht? Ich habe in den meisten Fällen sagen müssen, das ist mir nicht aufgefallen. Es ist aber auch nicht Interpretation, sondern es ist Wirkung. Oder wie eine ganz wunderbare Person mal gesagt hat, Absicht ist Ursache. Also ich habe die Absicht, innerlich etwas zu tun, oder ich muss es anders formulieren, ich habe innerlich die Absicht, etwas zu tun. Und dadurch, dass ich die Absicht habe, entsteht das dann. Also die Absicht ist die Ursache dessen, was kommt. Und das ist wahrscheinlich bei der Passion auch so gewesen. Aber auch hier, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ja nicht einen Ganzkörperscan immer mitlaufen lassen, der jede Hirnstrombewegung dauernd mitschreibt und mir nachher sagt, was ich da gemacht habe. Würde ich auch nicht wollen. Das wäre ja schrecklich. Und alsbald, da er noch redete, kam herzu Judas der Zwölfen einer und eine große Schar mit ihm, mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet und führet ihn gewiss. Und da er kam, trat er bald zu ihm und sprach zu ihm: und küssete ihn.
the map of the So, wait. Dactyl is that one. That one is dactyl. Dactyl? Yes. And this is Mercury. Your tail is there. Yes. Okay. So, or you take line number. Now we are here. We're here. Yes. You
can take line number 1. This one takes you on Because Saluda. I withdraw my coaches and walking, and to the boat, go there. Exactly.